Die Themen im heutigen Zocker-Lounge-Wochenrückblick sind: Nintendo kündigt überraschend neues The Legend of Zelda an und zeigt nach Jahren erstmals Gameplay zu Metroid Prime 4. Manor-Lords wechselt jetzt doch zur Unreal Engine 5. Erster Teaser zum Magie-Update für Pioneers of Pagonia. Details zur Medieval Dynasty Content-Erweiterung. Stormgate präsentiert mit Roadmap den Fahrplan für die nächsten 12 Monate. Und ein großer Leak zeigt 10 Minuten Gameplay aus der Age of Mythology Beta. In der höchstwahrscheinlich letzten Nintendo Direct für die alternde Nintendo Switch hat Nintendo noch einmal ein Feuerwerk an Ankündigungen gezündet und die mit erfolgreichste Videospielkonsole aller Zeiten gebührend verabschiedet. Neben einem neuen Mario-Titel und einem 3DS Donkey Kong Port war ein Highlight definitiv das neue The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, in dem ihr erstmals mit Prinzessin Zelda Hyrule retten dürft. Beim neuen Serienableger handelt es sich wieder um ein 2D-Zelda mit Draufsicht, in dem Zelda mit einem Zauberstab allerlei Gegenstände kopieren kann und sich so puzzelartig ohne echten Kampf durch die Welt basteln muss. Spannend wird auch sein, wie sich das Spiel in die Timeline einfügen wird, da die Welt samt im Intro zu sehender Endgegner frappierend an das gute alte A Link to the Past von 1991 erinnert, aber nicht so recht mit dem Ende des Spiels zusammenpassen will. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom soll bereits am 26. September erscheinen. Der Schlusspunkt der Präsentation gehörte dann aber ganz Samus Aran, welche endlich nach ihrer Ankündigung im Jahr 2017, übrigens schon kurz nach dem Release der Nintendo Switch, dann Jahre in der Entwicklungshölle verbringen musste. Metroid Prime 4 Beyond soll nun 2025 erscheinen und ist damit ein heißer Kandidat, ein Launch-Titel für die Nachfolgekonsole mit entsprechend besserer Grafik zu werden, wie man es damals zum Start der Switch schon mit Breath of the Wild handhabte und direkt zum Start ein richtiges Brett aufbieten konnte. Jetzt also doch. Nachdem Manor-Lords-Entwickler Slavic Magic monatelang einen Engine-Wechsel weg von der Unreal Engine 4 hin zur Unreal Engine 5 ausschloss, erfolgt der Schritt jetzt gezwungenermaßen doch. Notwendig wird dies durch den seit längerem eingestellten Support seitens Epic Games, die sich dem Vernehmen nach nun sogar bereit erklärt haben, beim Umzug zu helfen. Das Spiel sei bereits jetzt lauffähig portiert, habe aber auch noch ein paar Bugs, die nun ausgebügelt werden müssen, bevor die eigentliche Entwicklung am Spiel in Form von neuem Content wieder weitergehen kann. Durch den Wechsel soll es nun auch einfacher sein, am noch ausstehenden Xbox-Port zu arbeiten, sowie das Flackern von Straßen nach dessen Platzierung der Vergangenheit angehören. Für Spieler soll sich das Ganze anhand einer deutlich besseren Performance bemerkbar machen, sowie vereinzelt auftretende Abstürze beim Spielstandladen damit final ausgerottet sein. When the world leaves you no solid ground left to stand on. Das Envision-Team rund um Pioneers of Pagonia hat aktuell einen Lauf und teasert nun bereits kurz vor dem Release ihres riesigen Bergbau-Content-Updates bereits die nächste Inhaltserweiterung an. Apropos Bergbau-Update, warum das Ding so gut ist und ihr das unbedingt mal ausprobieren solltet, habe ich euch in der letzten XXL Pagonia News Folge zusammengefasst. Damit ist aber, wie gesagt, noch lange nicht Schluss. Im nun fest für September versprochenen Magie-Update soll dann mit den Verfluchten ein weiterer Gegnertyp eingeführt werden
und ihr in der neuen Arkan-Akademie dann mit Hexen und Zauberern euer Militär verstärken dürfen. Außerdem wird die Edelsteinmine eine komplette Produktionskette um Schmuck ergänzen und der seit Anfang an angekündigte Schatzsucher das Gameplay weiter verfeinern. Bereits im August zur Gamescom, auf welcher Pioneers of Pagonia wieder mit eigenem Stand vertreten sein wird, möchte man mit einer neuen Roadmap über die weitere Zukunft des Spiels informieren. Take up the tools, pioneers. There's still so much to do. Wie letzte Woche hier angekündigt, erscheint das große Koop-Update nach langem Warten nun endlich auch für den Epic Games Store sowie die PS5 und die Xbox Series X und S-Versionen von Medieval Dynasty, während das Ganze für Steam-Spieler schon wieder kalter Kaffee ist. Wie wir jetzt wissen, wird das Spiel in diesem Zug für alle um 3 Baden erweitert, die zukünftig auf eurem Marktplatz diverse Lieder trällern werden. Nette Idee. Das Koop-Update inklusive Baden erscheint kommende Woche am 27. Juni. The Celestial Armada is this dying alien race that is moving through the galaxy, and they are ancient beings that stretch back to the origins of the universe itself. And das von Ex-Blizzard-Mitarbeitern entworfene Stormgate, welches viele Elemente aus Warcraft und Starcraft zusammenmixt, startet in Kürze in seine Early Access-Phase. Wie es sich gehört, hat man der Spielerschaft daher nun eine erste Roadmap für die ersten 12 Monate präsentiert und gleichzeitig den Inhalt des Spiels zum Start fixiert. Zum Start werdet ihr somit mit allen 3 Fraktionen spielen und dafür auf 7 One-on-One-Maps zurückgreifen können, welche bereits mit einem Leaderboard verknüpft sind, um den E-Sports-Ansatz zu unterstreichen. Des Weiteren wird der 3-Spieler-Koop-Modus mit 6 Maps starten, in welchem ihr dann wahlweise auf 5 Heldeneinheiten zurückgreifen dürft. Singleplayer-Spieler erhalten zum Start 6 Kampagnenmissionen, von denen die ersten 3 völlig kostenlos antestbar sein werden. Später im Jahr soll dann das gerade erwähnte mit mehr Inhalt gefüllt werden und vor allem der Karteneditor für alle kommen. Strategic dance about where the conflict is playing out on a map. So we've kind of shifted the focus onto the buildings themselves. There's going to be a lot of emergent gameplay that players will discover on their own that we are not planning for, and that's actually what we want from the Celestials. Kronos threatens to destroy the world, Arkantos! Stop him before time runs out! The gods will grant you more gods. Etwas überraschend hat der User Marchiman RTS erstes Gameplay-Material aus einer frühen Version der Retold Edition von Age of Mythology veröffentlicht, mit was er garantiert gegen irgendeine Vereinbarung mit Microsoft verstoßen hat und das Material somit in Kürze wieder offline sein sollte. Mit Redaktionsschluss dieses Videos sind die 10 Minuten Gameplay aber nach wie vor problemlos abrufbar und wurden auch schon knapp 50.000 Mal angeklickt. Das Material ist durchaus sehenswert, auch wenn einige Sounds und Grafiken noch Platzhalter sind und das Ganze somit sicher nicht dem fertigen Spiel entsprechen sollte. Gut zu erkennen ist aber, dass man sich bei den neuen Ingame-Cutscenes viel Mühe gegeben hat, sich weitestgehend am Originalspiel orientiert und man ein gutes Stück weiter rauszoomen kann. Für Fans des Spin-Offs somit Pflichtprogramm. In diesem Sinne, liebe Zocker-Launcher, gerne ein Abo dalassen, wenn ihr das noch nicht getan habt, und bis zum nächsten Mal. Proseke, Kalos! Enemy, Kalos!